Angenommen, ich hätte gerade erst von Minimalismus erfahren und ich würde mir vornehmen, damit anzufangen auszumisten. Was würde ich heute anders machen als zuvor? Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal vom Minimalismus gehört habe, war ich direkt interessiert. Ich hatte schon immer sehr viel Kram, obwohl ich das allermeiste nicht mal genutzt habe. Und so sah ich mir Video um Video an, um für mich den bestmöglichen Start zu finden. Auch wenn ich noch viel vor mir habe und immer noch viele Teile besitze. Um bis hierhin zu kommen, war es ein langer Weg. Minimalismus kennenzulernen, auszutesten und zu leben, braucht viel Zeit. Um dir deine Reise ein bisschen angenehmer zu gestalten, möchte ich in diesem Video meine Gedanken und Erfahrungen mit dir teilen. Erfahrungen, die mich teilweise Wochen und Monate an Fehlern gekostet haben, sie zu sammeln. Gedanken, die mit der Zeit und der Entwicklung meiner selbst gekommen sind. Daher freue ich mich umso mehr, wenn ich dir dadurch helfen kann, und falls dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und/oder schreib mir einen Kommentar dazu. Und was würde ich nun anders machen, wenn ich nochmal mit dem Minimalismus anfangen würde? Erstens, keinen Stress machen. Denn mit der Zeit habe ich gemerkt und gelernt, dass man sich selbst bei etwas, das vermeintlich gut tut, stressen und damit schaden kann. Jeder Mensch ist unterschiedlich, hat unterschiedlich viele Dinge und trennt sich unterschiedlich schwer. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und gut so. Zweitens, Empfinden entwickeln. Wichtig ist, erstmal ein Empfinden dafür zu entwickeln, was einem wirklich etwas bedeutet und was nicht. Und auch wenn das einfach klingt, ist es gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Denn wenn es so einfach wäre, dann wären wir vermutlich alle aufgrund rationaler Entscheidungen wie Platzmangel oder Kostengründen im Besitz viel weniger Gegenstände. Wenn du erst mit dem Ausmisten anfängst, dann wirst du merken, dass es teilweise gar nicht so leicht ist, loszulassen. Und mit der Zeit wird das Gespür dafür immer besser. Drittens, anfangen. Vor allem für den Anfang, finde ich, ist es eine sehr gute Übung, Kleider auszumisten. Fange bei deinem Kleiderschrank an und nimm dir dein absolutes Lieblingsstück heraus, ob es ein Schal, ein Mantel oder eine tolle Hose ist. Wenn alles gut läuft, dann solltest du das Teil in der Hand halten und glücklich damit sein. Dich darüber freuen, wie bequem, schön, qualitativ das Teil ist oder welche tollen Erinnerungen du damit verknüpfst. Das ist dein Vergleichswert. Und mit diesem vergleichst du nun die Gefühle, die deine anderen Kleider in dir auslösen. Eine Hose, die ständig zwickt, eigentlich zu kurz ist und außerdem gefällt dir die Farbe nicht? Wozu willst du die behalten, wenn sie dir ständig Unbehagen bereitet? Viertens, Übung macht den Meister. Gehe deine gesamten Kleider durch und sortiere deine Kleider danach, ob du sie auf jeden Fall behältst, auf jeden Fall ausmistest oder ob sie noch auf der Kippe stehen. Denk immer daran, es ist noch nichts endgültig entschieden. Aber eine Vorauswahl vereinfacht es dir und vor allem für den Anfang hilft es, einfach die Gefühle einmal nachzuempfinden, die dich in der Zukunft begleiten werden. Fünftens, langsam angehen lassen. Ich kenne das Gefühl selbst und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch sehr schnell sehr reizüberflutend und überfordernd werden kann, wenn man mit diesen Gefühlen konfrontiert wird. Daher höre auf, wenn es dir nicht mehr gut tut. Du kannst jederzeit wieder weitermachen. Teilweise leben wir Jahre und Jahrzehnte lang mit unseren Sachen zusammen und da ist es nicht verwunderlich, dass es schwerfällt, sich davon zu trennen. Sechstens, nichts überstürzen. Vor allem solltest du nicht den Fehler machen und etwas zu schnell ausmisten. Gegenstände mit emotionalem Wert und solche, die man nicht mal eben einfach wieder beschaffen kann, sollte man wirklich überdenken. Man muss nicht nur um des Ausmistens Willens alles und jedes Teil weggeben. Siebtens, lernen wirklich loszulassen. Sobald du dich aber entschieden hast und wenigstens einen Gegenstand gefunden hast, den du ausmisten willst, geht es ans Loswerden. Denn solange das Teil noch bei dir zu Hause ist, ist der ganze Prozess noch nicht abgeschlossen. Denn, und auch da rede ich aus Erfahrung, auch wenn etwas Tage, Wochen oder Monate lang in einem Karton in einer Ecke liegt, heißt es nicht, dass man da nicht doch nochmal einen Rückzieher macht und sich doch eine Ausrede überlegt, warum man das Teil behalten möchte, wenn man es dann mal wieder zu Gesicht bekommt. Also ab damit in den nächsten Second-Hand-Laden, ins Netz zu verschenken, zu verkaufen oder was du auch damit machen möchtest. Zu diesem Thema habe ich ein ganz eigenes Video, das ich dir jetzt oben im i verlinke. Achtens, den Moment genießen. Und wenn dann endlich etwas ausgemistet ist,
Nimm dir bewusst Zeit dafür, nochmal zu reflektieren, was du für dich getan hast, dadurch, dass du endlich ein Teil hast gehen lassen, das du sowieso nicht gebraucht hast. Du darfst auch stolz auf dich sein. Auch wenn es für jemand anderen nicht nachvollziehbar ist, so kann selbst ein Kugelschreiber für den einen oder anderen einen so hohen Wert haben, dass es schwerfällt, sich davon zu trennen. Und über diesen Schatten zu springen, ist eine tolle Leistung. 9. Die Minimalismusreise genießen. Der letzte und wichtigste Tipp, den ich dir auf deine Reise mitgeben möchte, ist, deine gesamte Reise zu genießen. Auch wenn es manchmal schwer ist, ein Auf und Ab und es mal besser und mal schlechter läuft. Irgendwann kommt der Moment, an dem das große Ausmisten ein Ende hat. Und mich für meinen Teil macht das manchmal auch ein klein wenig traurig. Denn das Gefühl auszumisten und Platz zu schaffen, kommt nie wieder in diesem Maße zurück, wie du es am Anfang gespürt hast, da du irgendwann nicht mehr so viel zum Ausmisten hast. Daher genieße jede Sekunde, jeden Gedanken und hab einfach viel Spaß auf deiner Reise. Also, was wäre jetzt anders, wenn ich nochmal mit dem Minimalismus anfangen würde? Kurz zusammengefasst, würde ich fast alles so machen wie zuvor. Denn es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur deinen ganz eigenen Weg. Rot und dick markieren würde ich dir aber, dass du dir keinen Stress machst, nichts überstürzt und deine Reise genießt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anfangen, mach's gut. Tschüss!